Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pizmeet TV. Heute mit allen aus dem Team Pizmeet und heute gibt es 9 richtig geile Klaus. Klaus? Ja. Klaus? Ich glaube, die 9 most ingenious thefts in history werden alle, also wirklich alle, damit beendet oder begonnen haben mit dem Satz, das gehört in ein britisches Museum. Ja, das werden wir mal sehen. Braintime hat hier ein Video. Hi everyone. Jo, der ist gut. We all have seen at least one movie or series about daring robberies. Der erste In the war auch movies, gut. thieves usually plan their heist very thoroughly. Each second counts. Of course, this rarely happens in real life. A lot of things can go wrong, and thieves, as a rule, end up in prison. Also das ist mit dem Kaufhausbomber, But aber da ein sometimes bisschen their anders. brilliant plans do work, and today we will tell you all about them. Let's get it on. Ich bin sehr gespannt. Geil. Ich finde das immer spannend. Ich finde auch Raubüberfälle erstmal gut. Ja, deswegen. $1 million pharmacy robbery. Was? Pharmacies are one of the most favorite places for both beginner and experienced robbers. Usually, the reason for this is rare and expensive drugs that can be resold at a triple price on the black market. And these criminals are well aware of this. Thanks to their caution and ingenuity, they managed to hit a jackpot when robbing a pharmacy. On the early morning of December 31st, 2015, 2 large masked men broke into one of the pharmacies in the Texas city of Euless through the window. They successfully bypassed the motion sensors and found the safe storing expensive drugs. The criminals seemed to know the area quite well and knew where the sensors were located. That's how they managed to spend more than 2 hours inside totally unnoticed. One of the robbers began to drill the safe, using special cough syrup to extinguish sparks. Krass. Wie geil der da auch gefilmt wird einfach. He doesn't care. By the way, the keiner safe was hört. purchased by the pharmacy owner shortly before the incident with the purpose of ist ja protection meistens against robbery. in, Obviously, it didn't help. Gewerbegebiet. In the end, the 2 robbers managed to escape with medicines worth about $1 million. Managers of the pharmacy said they had break-ins before, but not one of them was so carefully planned. According to the information from the media, the criminals were never caught. Apple Store. Also ganz ehrlich, wenn du mir jetzt am Anfang gesagt hättest, du gehst mit $1 Million aus so einem Drugstore, also aus einer Pharmacy raus, Hätte ich gesagt, du lügst. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ich weiß auch nicht, ob das in Deutschland so wäre. Du hattest dieses Corona-Medikament. Nee, was ist das? Irgendein Medikament, was so richtig teuer war, wo der doch richtig abgecasht hat. Insulin? Nein, Ja, zum einen Ja, bei das, dem aber die haben einige. Insulinkrams, da wurde das ja Irgendwo wird doch mal erhöht, richtig ja, genau. gezwonkelt mit Moneys. Ja, Ja. der Das war meistgehasste irgendwas Typ mit da. Insulin. Ja, da haben wir ein Video zu gesehen, ja. Aber Ja. dann frage ich mich auch, also selbst wenn jetzt, ich habe jetzt Medikamente im Wert von $1,1 Millionen oder so, ja, dann muss ich ja auch noch den weiteren Schritt gehen, die wieder zu Geld machen. Das ist ja auch, also Ja, Kleinanzeigen, let's Schwarzmarkt. go. klein. Kleinanzeigen. Du möchtest hier irgendwelche Krebsmedikamente, gar kein Problem, Ja, helfen. jetzt so bestimmte Sachen finde ich ja sogar noch einfach zu verkaufen, so weißt du, so Gras oder so. Aber so, genau, was mache ich denn mit irgendeinem Krebsmedikament? Wem gebe ich das? Den Leuten, die Ja, das halt Schwarzmarkt haben halt, ne? wollen am Schwarzmarkt. Weil das Ja, aber die muss billiger ja, aber wie komme ich da ran? Also ich hätte gar keine Ahnung, so meine ich. So. www.schwarzmarkt.de Liegt vielleicht auch einfach daran, weil wir jetzt nicht so die oberkriminellen Gurus sind. Ja, gut, das ist richtig. Aber ich habe mich jetzt gerade gefragt, wo verkaufe ich denn zum Beispiel eine krasse Cortisoncreme? Weißt du, also ich wüsste jetzt auch keinen, der die braucht. Vielleicht haben die danach einfach einen eigenen Laden aufgemacht. Ich hätte da einfach, das Einfachste wäre, du gehst zu einem anderen Pharmazieladen und sagst, Ja. ey, ich habe hier Medikamente. Belieferst. Möchtest Dann du die raubst für du die die am Hälfte? nächsten Tag nochmal aus. Das ist ein Genie. Infinite Money Glitch. Infinite Money. The American tech giant Apple is known for always being ahead of the competition in terms dachte, of das sales. bringt New nichts. products released by this Ich company have auch. always prompted competitors Naja, to die sind dann ja noch nicht. Die sind noch nicht gelockt, weil Ja, da noch genau. keiner drauf angemeldet Aber ist. ich dachte gerade, die Dinger auszurauben bringt nichts, weil die irgendwie dann alle sperren oder irgend so ein Kram. Mal gucken. Also mittlerweile vielleicht. Ja, genau, ging das vielleicht vor 5 die Frage Jahren ist, wann nicht. das war. create something equally cool and thus stimulated the growth of the entire industry. Well, since Apple is so cool, their offices must be equipped with some incredibly sophisticated anti-theft systems, right?
That would be the logical thing to do for a brand that came up with so many different anti-hacking tools. Turns out, this is not the case. A couple of years ago, these 4 guys managed to steal several laptops and phones from an Apple store in broad daylight. Moreover, it happened in California, where the head office of the company is located. You can see in the video how the robbers grabbed the laptops from the table while other shoppers simply stood by with their mouths wide open. No one's trying to stop these guys. Ja, also ich werde nicht mein Leben riskieren für fucking Apple. Musst du ja nicht mal, die haben ja nicht mal Waffen dabei. Ein bisschen ängstlich aus, ehrlicherweise. Ja, weißt du ja nicht. Du musst ja wahrscheinlich in dem Moment, da riskierst du ja nicht mal dein Leben, weil, also zum einen bedrohen die dich ja nicht und zum anderen würde ich immer davon ausgehen, der scheiß Store ist versichert. Die kriegen die Kohle. Also ja, also das ist wirklich... Ja, aber also, du bist Mitarbeiter des Monats, wenn du so einen Typen umtauschst. Ja, mega. Also. Ja, also toll. No fancy alarm system is triggered. It took the thieves about 30 seconds to finish their job. In the end, all 4 offenders managed to escape from the scene of the crime with gadgets worth almost $30,000. Thankfully, shortly after the incident, local police detained the suspects. Turns out they were responsible for a series of similar thefts in other American Apple stores. ATM explosion. Oh, Do ja. you think it's easy to break open an ATM? It's actually not. There were instances when criminals stole the entire ATMs and tried to open them for several hours in a row without any success. Da gibt's eine Breaking Bad Folge. Also die einzige Anmerkung, die ich kurz habe, wäre zu dem letzten Fall. Das Video heißt Ingenious Thefts. Die Typen sind einfach da reingerannt und sind danach. Aber die sind halt mega genius, weil die halt nicht vernünftig gesichert sind. Die Genialität liegt in der Einfachheit. Aber stimmt, die sind verhaftet worden. Ja, genau. Also sie sind da rein, sie haben halt mitgenommen und sind erwischt worden. Und es waren halt auch nur 30.000, ne? Also ja. jetzt, also... Ja, schon schwach eigentlich, die Scheiße. Die haben sich nicht mal eine Mütze gekauft. Especially if it has to be done right at the crime scene. And not after transporting the machine to some secure location. Perhaps the most effective way is to blast the ATM, but it requires very serious Dann fahren die alle nach Holland damit. Und dann gibt's one small miscalculation and the devices will either remain intact or the cash inside it will be torn to pieces. In addition, most ATMs have special temperature sensors, which immediately warn the private security company. To prevent this, experienced criminals use gas explosions that do not raise the temperature of the safe. In any case, the criminals in this video worked so fast that the guard would not have time to catch them even if they really wanted to. It took the gang only 1 minute to rob this ATM, by the way. In recent years, ATM robberies have become one of the most common types of crimes in the world. Why can't banks come up with more reliable protection for their ATMs? Leider. Ist das in den USA noch nicht angekommen? Mit der Müsste Farbe, mal die eben dann an da die Tür, da rauskommt, steht ein Mann und will irgendwas abholen. Ich glaube, der will mich klauen. Finger kaputt macht. Deswegen halt einfach, der Vorteil wäre, einfach kein Bargeld mehr zu haben. Aber das funktioniert hat Sepp gerade geflüstert? Der ist sofort wieder da, hat er gerade geflüstert. Der hasst dich. Ich weiß auch nicht, was er gesagt. Aber warum sollte man kein Bargeld mehr haben? Das wäre richtig scheiße. Das wäre richtig Echt? kacke. Warum wäre das kacke? Naja, weil ich halt nicht an jeder... Also pass auf, ich hab sogar einen echten Use Case, ja? Ja, okay, pass auf. Und zwar in der Deutschen Bahn, wenn ich mir da ein Getränk holen will und ich dann vor Spandau bin, kann ich mir kein Getränk holen mehr. Warum? Weil der Gerät nicht funktioniert. Von der Bahn selber. Hä? Gut, aber wenn es kein Bargeld mehr geben würde... Wird das Ding ja nicht mehr verkaufen. Ja, doch, und auf dem Rest der das ja Strecke. fixen. Ja, das glaubst doch nur du. Okay, bis Spandau die 10 Minuten würdest du aushalten, glaube ich. Ja, das ist doch trotzdem scheiße. Also nur weil das jetzt für diesen einen Case jetzt heißen wird, okay, da müsste ich verzichten, werde ich ja, wenn ich lang genug drüber nachdenke, genügend Cases finden, wo ich dann auf alles verzichten muss. Das ist okay, kacke. Mein Problem wäre, dass ich auch, da kann Spandau auch funktionieren. Ich könnte es mir trotzdem nicht kaufen, weil ich kein Bargeld in der Portemonnaie habe. Ja, du halt nicht, aber ich hätte Bargeld. Das Problem ist ja auch, also zum einen, diese Farbnummer funktioniert ja auch hier nicht, muss man sagen, weil ansonsten würden ja nicht jede Woche Tausende von Automaten hier gesprengt werden. Und Bargeld ist schon so unabhängigkeitsmäßig ziemlich wichtig, weil ansonsten wirst du irgendwann nur noch Sachen bezahlen können, wenn deine Bank da mit freigibt. Wenn dein Online-Banking nicht funktioniert oder deine Karte, dann ist es halt auch Ende. Stimmt, hatte ich auch schon mal, war ich in Japan. Als ich das erste Mal in Japan war, konnte ich ja auch die ersten 2 Tage nur mit Bargeld überleben. Also Bargeld ist ja nicht so, es geht ja auch nicht darum, dass du nur Bargeld oder Kartenzahlung hast, aber so der Mix ist schon ziemlich wichtig. Ja, genau, finde ich halt auch. Ich bin ja auch sonst voll der Kartenboy, aber so zwischendurch brauchst du einfach Bargeld. Beim Gyrosmann.
To experts, upgrading the machines costs so much money that it makes more financial sense to accept some possible losses from robberies. Therefore, we'll never get rid of these kinds of robberies. Stealing an ATM. Aber allein die Aussage schon, weißt du, das hat mehr Sinn Geil. Das hat mehr Sinn macht, sich das mal durchgehen zu lassen. Bedeutet doch eigentlich schon wieder für die Verbrecher nice. Wir wissen die rüsten nicht nach. Wobei das aber auch eine Behauptung ist. Also ich kenne viele Banken, die gesprengt worden sind und dann gesagt haben, wir stellen keinen Automaten mehr auf. Ja, oder die einfach komplett die Außenstelle dann zugemacht haben. Genau. Weil, also gerade hier am Niederrhein, wo die alle gesprengt wurden, haben die danach die Außenstellen dann teilweise zugemacht, weil sich das wirtschaftlich nicht gelohnt hat, die Bank wieder neu aufzubauen. Und in Düsseldorf auch. Und ich bin auch froh, wo ich jetzt hingezogen bin, da ist auch der Automat gesprengt worden und die haben zum Glück gesagt, wir stellen ihn wieder auf. Ja, aber sonst gibt es ja zum Beispiel Rewe oder so. Da kann man ja zumindest immer Bargeld ziehen. Ja, überall, ja. Some criminals are skillful enough to even steal entire ATMs. A group of robbers from Northern Ireland decided to steal a digger to tear an ATM out of the wall of a gas station. During this robbery, which happened in the city of Dungiven, the criminals stole the ATM and then put it in a van, which was also stolen, of course. In order to place the stolen ATM inside, the criminals cut off the roof of the van. Pay attention to how skillfully one of the thieves handles the bucket. He loads the ATM right into the van with one easy move. The most interesting thing is that for the last year, several similar crimes occurred in the country. One can only hope that criminals from other countries will not be inspired by an Irish gang of creative robbers. Also, dass der Wagen da noch wegfährt, verstehe ich ja noch. Ja, aber der Bagger ist doch jetzt echt nicht so schnell. Nee, den haben die da liegen gelassen. Der war auch geklaut, der Bagger einfach. Ja, genau. Den ist da verstehen. Ja, stimmt. Das der war wahrscheinlich an der Baustelle. Der Auto ist lange weg, aber einer muss zurückbleiben und fährt mit 5 km/h. Joe, betreff dich nachher im Versteck. Yo, ich komm nach. Und der fährt You'll probably say yes, but it won't be easy. Now look at this video. It was recorded by a smart doorbell installed in a house in the British city of Borehamwood. The video shows how 2 criminals bypass the security system of an expensive car in less than 1 minute, then open it and drive off as if nothing had happened. Ja. Das funktioniert leider bei vielen. Ja, das ist richtig cool. Also wie wir das gemacht haben, was der da gerade gemacht hat, ist ja das Signal vom Schlüssel verlängert, weil viele auf die Idee kommen, in der Nähe der Haustür den Autoschlüssel hinzulegen. Ja. Genau deshalb habe ich so eine kleine Box bei mir, weil die Community mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass das leider häufig passiert. Da gibt's so eine Alufolienbox. Ja, nur in schön quasi und das unterdrückt das Signal und dann geht das halt nicht. Glaubt man denn Kia? Ich weiß nicht, ob du 60.000 Euro klauen möchtest, also Was the owner of the video online, he was shocked how such an expensive car can be so poorly protected. Ich habe einfach mein Auto in der Garage stehen, wofür die da ist. How did the robbers manage to pull this off? In fact, it wasn't that hard. All Tesla cars are equipped with a special passive entry function. This means that the receiver installed inside constantly picks up the electronic key signal of the car owner. He doesn't even need to press any buttons. The car unlocks as soon as the electronic key is nearby. You probably thought that the criminals simply reproduced the signal of such a key. Not really. In fact, they simply knew that most drivers store car keys near the front door. So they approached the door, and one of them used a transceiver with a signal amplifier to relay and amplify the key signal, and the doors of the Tesla opened. If the key were... Sorry, Entschuldigung, weil ich habe weiterlaufen lassen, weil der jetzt einfach exakt das erklärt hat, was Bram auch schon erklärt hat, was wir doppelt hatten. Richtig. Ja, das verstehe ich. Ich hatte nicht verstanden, was Jay gesagt hat, weil das Video... Ich hab Quatsch erzählt. Okay. Also alles wie immer. In the house, this trick would not work. But in this case, the plan of the criminals went smoothly. TV underdress. We bet you haven't seen something like this before. When it was clear that no one was looking at her, this woman calmly picked up a plasma TV and hid it under her magnificent dress. How she managed to move around freely with this load is a big mystery to us. Or maybe the TV fell out from under her skirt somewhere on the way. I'll never know. Aber das sind halt 24 Zoll, also... Ja, wo ist das most ingenious Hefts in History? Ich hab jetzt auch gedacht, das sind so, weißt du, die haben da irgendwelche Juwelen geraubt. Das ist ja auch tatsächlich schon vorgekommen, wovon man gelesen hat. Ja. Wo dann war so von wegen, da wusste keiner was von, wie die das gemacht haben oder irgendwie so. Und jetzt, weißt du, hast du halt so Leute, die rennen einfach in so einen Store rein, nehmen Sachen mit. Ja, Wahnsinn, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Turns out this type of theft happens more often than you expect. Here is another similar story.
While the assistants of this criminal are distracting the jewelry store consultant, the woman is stealing the expensive jewelry. Was? At some point, she simply picks up a whole tray with jewelry and hides the contents under her skirt. According to some estimates, she's $1,000. Als ob der das nicht aufgefallen ist, der Person. War doch direkt auch hinter denen so. Na, jetzt kommt das, Christian. Jetzt die brasilianische Zentralbank. Brasilien ist ja auch eins der nicht korruptesten Länder dieser Erde. Bin ich ja mal gespannt. Carefully planned bank thefts happen not only in the movies. For example, in August 2005, a group of experienced Brazilian criminals managed to steal nearly $70 million from the Central Bank of Brazil in Fortaleza. They stole so many bills that their total weight reached 3.5 tons. And the height of the stacks reached 33 meters. The criminals broke into the bank on the weekend when it was closed. However, the preparations took several months. In the spring of the same year, they rented a house near the bank, from where they began to dig an 80-meter tunnel. The fact that the local soil was soft only helped them. The criminals also possessed knowledge in engineering, electronics, and hydrology. Also, they were helped by someone who worked in that bank. In order not to raise suspicions among the neighbors, the criminals put up a sign indicating it was a landscaping company selling artificial grass. It was necessary to somehow explain the van loads of soil removed daily. Krass. After they finished digging the tunnel, which, according to experts, turned out to be a real work of art, the criminals had to get to the bank vault. The gang had to break through more than 1 meter of steel-reinforced concrete to enter the vault. Das ist halt krass, dass das Cam auffällt. Das haben die dann innerhalb der 2 Tage gemacht, wo die Bank zu war, ne? Ja, aber trotzdem durch 1 Meter Stahlbeton. Das müssen ja gar nicht an den 2 Tagen gemacht haben. Stell dir mal vor, die haben auch nur an einem Wochenende davor die Hälfte geschafft. Dann wird ja an der Stelle der Tresor ja nicht direkt durchhängen, weißt du? Ja, könnte gut sein, ja. Wäre mal auch witzig, wenn er reingeht, so flupp. Used equipment for cutting ceramics, electric saws with diamond blades, and jackhammers. Dass sie sich auch live dabei gefilmt haben. Mega gut, ne? The operation ich hab nur so ein Doku-Video gemacht. Ja, noch für Netflix direkt verkaufen. A single alarm got set off. The theft was discovered only on the 8th of August. By that time, the criminals already fled in an unknown direction. They had almost 2 days to escape. Over many years of judicial investigations of the planning, complicity, and implementation of the crime, 36 people were convicted. But so far, only 27 have been caught. Most of the stolen money... Wie viele Leute waren involviert? 27 sind schon gefangen 36? worden. 36. Krass. ...is still missing. Hatton Garden Deposit Burglary. One of the most daring robberies in history happened in the UK in 2015. It was made by a group of elderly men who had drilled the concrete wall of the Hatton Garden safe. Ich wollte gerade sagen, der Film, den man da gerade sieht, der erzählt die Geschichte davon, habe ich gesehen. Weißt du noch, wie der heißt? Ja? Hatton Garden Deposit Burglary. Bank, oder? Ich gucke nach, wie der heißt. Nächste Woche beschissener Titel, muss ich sagen. Ja. Which stored cash and jewelry. To enter the depository, the criminals drilled a giant hole in a 50-centimeter concrete wall using an industrial heißt sogar The Hatton Garden heißt. Hatton Garden heißt, Job. Okay. Oder The Hatton Garden Job. Warte mal, es gibt noch einen Film. Hatton Garden The heißt und es gibt The Hatton Garden Job. Hatton Fahrradketten. Ich glaube mittlerweile, wenn du irgendeinen Scheiß machst, film das wirklich einfach und wenn du dann erwischt wirst, hast du zumindest am besten schon mal einen Livestream. Ja, aber dann hast du schon mal einen Case für die Filmstudios und kannst sagen, hey Leute, hier. Die Filmrechte. Es gibt halt echt 2 Filme, einer von 2016 und einer von 2017. Ja, dann war aber auch genug Zeit vergangen. Da könnte man mal wieder einen neuen Film machen. The King of Thieves, so hieß der. Wait, The King of Thieves? Das ist ja jetzt schon wieder ein 3. Film. Ja, nee, den ich meinte, im Deutsch heißt er Ein letzter Job, im Original heißt er The King of Thieves. Und das ist halt mit den alten Leuten. Das ist so die Truppe, die halt alles alte Penner sind, die dann sich kaum bewegen können. Also so spielen die halt auch da, weißt du, so, oh, mir tut die Hüfte weh. Es gibt 3 Filme dazu. Ah, es gibt sogar 3, war krass. The Hatton Garden Job, dann irgendwie ein letzter Job und Hatton Garden The heißt. Aber 2016, 2018 und 2017. Ja, okay. Also, ja. Schlager. They entered the premises from a nearby elevator shaft. The value of the stolen things amounted to about 14 million pounds.
That is, What? more than $18 million. Interestingly enough, the crime was committed on April 2nd, in the midst of Easter. This date was chosen for a good reason. During this period, all financial institutions in the UK are on these so-called bank holidays. Even though the robbery plan turned out to be truly ingenious, the criminals couldn't escape from justice. As experienced robbers said later, the gang did not have the knowledge and ingenuity to cover their tracks. After the crime was committed, they all continued to communicate with each other and did not monitor their mobile phones. Because of this, they were caught quickly. By the way, they even shot a full-length film and a mini-series about the Hatton Garden robbery. Toll. That's it for today. See you soon. Ist wohl doch eine Serie und kein Film. Aber okay, das ist dann daran gescheitert, dass du dann später auf WhatsApp geschrieben hast, Alter, voll geil, wie wir die 14 Millionen daraus Ey, guck mal hier, ich hab mir da einen Lamborghini gekauft, ey, voll nice. Schade. Das aber ist schon lost, ey. das ist schon Vielleicht cool. haben die auch eine WhatsApp-Gruppe gehabt, die Hatton Garden Job hieß oder so. Die gierigen Rentner hießen die. Geil. Aber die letzten Jobs, die waren cool. Also ein bisschen was anderes als ich steck mir einen Fernseher ins Sky. Aber gut, in so ein 10-Minuten-Video muss sowas auch mit rein, Christian. Oh, cool. Ja, das waren sagen wir mal 2 Most Ingenious Thefts in History. Ja, nicht mal das, auch die sind ja erwischt worden. Ja, das stimmt. Trotzdem, Ein Most Ingenious Theft. Eigentlich nur Brasilien, wenn man ehrlich ist. Ja, und auch nur die 9, die nicht davon erwischt nur ein paar. worden sind. Das liegt auch nur daran, dass die in Brasilien gar kein Interesse da, glaube ich, dran haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Tschüss.